So, in Teil 3 dreht sich alles um das Thema Kimono nähen. Unser Patchwork ist ja jetzt fertig und deswegen geht es jetzt los und wir können all unsere Schnittteile jetzt zusammensetzen. Dabei fangen wir mit der Tasche an, gehen einmal zu unserem Bügelbrett und möchten jetzt die Nahtzugaben, die wir da haben, einmal umbügeln. Wir fangen hier vorne oben an, da sehen wir schon rechts und links jeweils einen Knips, immer bei 4 cm befinden die sich. Und genau diese 4 cm Nahtzugabe messen wir einmal ab und klappen sie um. Und das natürlich zur linken Seite. Wenn ich mir das hier umgeklappt habe, halte ich das ein bisschen fest und bügel da einmal drüber, auch gerne mit Dampf, sodass die Kante schön scharf ist. Messe immer wieder nach. Als nächstes können wir rechts und links jeweils 1 cm, genauso wie unten umklappen nach innen. Leg mir das wieder so hin und bügel jetzt einmal ringsrum, außer dort, wo ich ja schon die 4 cm umgeschlagen habe, alles um 1 cm um zur linken Seite. Als erstes nähen wir jetzt die 4 cm, die wir umgeschlagen haben, einmal um. Dafür klappe ich den 1 cm nochmal auf, also so, als wenn das Schnittteil einfach glatt liegt. Fange hier also ganz außen an zu nähen und das genau zu meiner Kante, die hier links umgeschlagen ist. Am Anfang und Ende wird jeweils verriegelt, also ich möchte jetzt mit meiner linken Kante vom Füßchen an der Stoffkante, die umgeschlagen ist, entlangfahren, so dass wir jetzt nähen in einem Abstand von ungefähr 3,5 cm zur Kante rechts und dann nämlich hier so eine schöne gerade Naht haben, die uns hier den Tascheneingriff sichert und ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt möchten wir die Tasche aufnähen und zwar nicht irgendwo, sondern genau da, wo wir uns schon zuvor ganz am Anfang unsere Punkte markiert haben von unseren Schnittteilen. Und ja, dafür nehmen wir uns jetzt einmal nacheinander unsere beiden Vorderteile. Ich fange hier mit dem, später wenn man es trägt, linken Vorderteil an und gucke einmal, wo genau meine Knipse und gucke einmal, wo genau meine Markierungspunkte zu finden sind. Da sehe ich hier schon einen, hier rechts den nächsten, oben rechts den nächsten und oben links den letzten. Ja, und genau da möchte ich jetzt meine Tasche, die ich ja gerade vorbereitet habe, auflegen. Und zwar indem diese 1 cm Nahtzugaben, die wir ja schon umgebügelt haben, auch wieder schön eingeklappt werden. Die Seite mit den 4 cm umgebügelten Nahtzugaben liegt oben, also wir möchten von oben eingreifen können. Ja, und dann gehe ich jetzt einfach vor, ich drehe mir das einmal hier, dass es so parallel zu mir liegt, klappe die 1 cm wieder um. Achte jetzt darauf, dass die Ecke, also die eingeklappte Ecke hier genau auf meinem Markierungspunkt liegt. Stecke mir dann meinen Taschenbeutel einmal auf meinem Vorderteil fest, immer wieder mit ein paar Stecknadeln im Abstand von 5 bis 10 cm. Gucke auch hier, dass das alles schön gerade liegt, schön entlang meiner Muster, die ich ja da habe. Da kann man es immer noch mal ganz gut kontrollieren. Dann falte ich hier auch wieder die untere Seite der Tasche um und habe hier eine schöne Ecke, die wieder genau auf den Punkt stößt, den ich mir auch zuvor markiert habe. Ja, und dann mache ich so einmal ringsrum weiter, bis ich wieder oben angekommen bin bei meinem Taschenbeutel. Denn oben soll natürlich offen bleiben. Wir nähen gleich in U-Form. Ein kleiner Tipp noch. Bitte achtet darauf, dass die Tasche wirklich glatt auf eurem glatten Vorderteil liegt. Nichts sollte da irgendwie gezogen werden. Alles sollte schön glatt liegen, denn dann fällt das Ganze auch am schönsten. Ja, so soll das aussehen. Oben bleibt es offen und wir nähen jetzt einmal hier herum, fangen da an, nähen einmal rum und kommen da wieder an. Los geht's! Das wird ganz, ganz easy. Wie ihr die Ecken verarbeitet, zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, fangen wir hier an der Oberseite, an der einen Ecke, also an der Kante, die oben ja offen bleiben soll, an. Setzen unseren Nähfuß so an, dass er rechts mit unserer Tasche abschließt. Also wir werden jetzt wieder füßchenbreit entlang der Tasche nähen. Ich entferne jetzt meine erste Stecknadel wieder, fange gleich an zu nähen und verriegle natürlich auch wieder am Anfang. Ja, dann nähe ich einmal bis zur Kante unten rechts. Ja, und in einem Abstand von 1 cm zur Kante unten lasse ich meine Nadel jetzt stecken. So, den habe ich jetzt erreicht, diesen Punkt. Dann lasse ich sie stecken, hebe aber den Nähfuß, drehe dann meinen Stoff einmal in die Richtung, in die es weitergehen soll. Ihr seht, die Nadel steckt die ganze Zeit. Senke dann meinen Nähfuß wieder und nähe weiter einfach in die neue Richtung. So haben wir eine perfekte Ecke genäht. Ihr könnt euch das gleich mal angucken. Und ja, jetzt nehmen wir einfach auf die nächste Seite zu, machen das Ganze nochmal. Ich stoppe also wieder eine Füßchenbreite, also ungefähr 0,5 bis 0,7 cm entfernt von meiner Kante, an der ich gleich entlang nähen möchte. So, das ist da. Gern könnt ihr auch mit dem Handrad immer etwas nachjustieren. Lasse die Nadel dann stecken,
hebe Nähfuß, drehe es in die nächste Richtung, senke den Nähfuß wieder und nähe weiter bis zum Ende meiner Naht, also wenn wir wieder oben angekommen sind, dort wo die Tasche offen bleiben soll. Ich verriegle dann natürlich wieder am Ende und schneide meinen Faden ab. Ja, und dann macht ihr das Ganze bitte genauso auch nochmal auf eurer anderen Seite mit der anderen Tasche. Jetzt nehmen wir uns unser Rückteil und setzen hier an unseren Rundungen unsere jeweiligen Ärmelschnittteile ein. Wie die zueinander passen, zeige ich euch jetzt. Das hier rechts, was die Rundung so rum hat, gehört zu der Rundung rechts. Die gerade Seite liegt also hier rechts oben. Und unser anderes Schnittteil, was ja genau spiegelverkehrt ist, kommt hier links rein. Ja, und ihr seht auch jeweils passen immer zwei Stoffe aneinander. Hier links der Denim, rechts hier oben der karierte. Und genau diese runden Nähte möchten wir jetzt einmal nähen. Dafür falten wir uns einmal rechts auf rechts unsere Schnittteile aufeinander. Und ja, hier oben fange ich jetzt an zu stecken. Und dafür drehe ich mir das einmal hier so ein bisschen hin. So. Lege hier genau die Kanten aufeinander, stecke wieder im Abstand von 1 cm zur Kante meine Stecknadeln. Dann als nächstes stecke ich mir hier das Ende meiner Naht, das soll hier rechts an der Seitennaht sein. So, das wäre das. Und als nächstes teilen wir die Strecke auf. Dafür lege ich mir meine beiden Lagen einmal so schön möglichst glatt aufeinander, wie es eben geht. Die Krümmung ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber ihr könnt euch hier immer ein bisschen so vortasten. Und ich fange hier einfach mal rechts an, meine beiden Kanten schön glatt aufeinander zu legen. Die untere Naht hier soll die Nahtzugaben wieder schön auseinandergelegt werden, wie wir sie zuvor gebügelt haben. Da stecke ich meine erste Stecknadel, dann gucke ich hier mal weiter links, dass auch hier alles schön aufeinander liegt. Stecke dann die nächste Stecknadel hier ungefähr auf Höhe meiner Nähte. Auch hier achte ich wieder darauf, dass die Nahtzugaben schön auseinander liegen. Denn so wird es einfach am ordentlichsten gleich. Ja, und hier links werde ich so ein bisschen Mehrweite haben, und zwar im Ärmel. Und das ist auch richtig so, die ist da für unsere Bewegungsfreiheit. Und hier ist es jetzt ganz wichtig, dass wir probieren, diese Mehrweite, also die Weite, die das Teil einfach länger ist als unser anderes Teil, gleichmäßig aufzuteilen. Dafür schiebe ich mir die Fältchen immer so ein bisschen hin und her, stecke dann immer in die Mitte eine Quernadel. Das kann ich nämlich gleich beim Nähen stecken lassen. Schiebe auch mir hier wieder die Weite weg, teile sie hier wieder auf mit einer Nadel. Und je öfter ich das mache, desto kleiner wird die Mehrweite in einem bestimmten Abschnitt. Ja, und wenn man so ein paar Nadeln gesteckt hat, dann sollte das eigentlich schon reichen, aber es ist wirklich nicht viel. Es ist nur ein bisschen was wir einhalten müssen, so nennt man das. Also die Längestrecke in die kurze Strecke einarbeiten müssen, damit unser Ärmel auch die perfekte Bewegungsfreiheit hat. Und wenn wir das gemacht haben, dann nähen wir einmal von hier oben bis nach unten und die Quernadeln, wie gesagt, die können wir stecken lassen. Auf der anderen Seite geht es ganz genauso. Wir legen uns wieder rechts auf rechts unsere Ärmel auf das Rückteil. Genau so. Fangen jetzt hier an, eine Nadel zu stecken an der einen Kante, stecken die nächste am Ende unserer Naht, wo die sein soll, also hier oben an der Schulternaht. So, und dazwischen die Strecke teilen wir ganz einfach auf. Ich sage es auch hier nochmal, die gebügelten Nahtzugaben sollen auseinander liegen bleiben, so wie ich es hier gerade zeige, und werden dann festgesteckt. Ich mache es immer so, dass ich einfach rechts in die Nahtzugabe eine Nadel einsteche und die dann links wieder rauskommt. Und ja, wenn das fertig gesteckt ist, können wir hier einmal losnähen, und zwar bei beiden Seiten jetzt einmal. Wir fangen also ganz hier am Anfang an, am Ende der Kante, verriegeln unsere Naht am Anfang und Ende und nähen in einem Abstand wie immer von 1 cm hier zur Kante rechts entlang, probieren eine möglichst gleichmäßige Rundung zu bekommen, indem wir einfach unseren Stoff immer ein bisschen in die richtige Richtung mitdrehen. Wir ziehen dabei nicht und schieben auch nicht, achten immer darauf, dass die Nahtzugaben schön auseinandergelegt sind. Entfernen dann immer nach und nach die Stecknadeln. Ja, und nähen einmal so lange, bis wo wir es gesteckt haben. Ja, und das hat auch wunderbar geklappt.
Wenn ihr Quernadeln gesteckt habt, dann könnt ihr dann natürlich auch einfach drüber nähen, wie ich es eben gesagt habe. Das demonstriere ich euch hier jetzt einmal. So, am Anfang habe ich hier eine normale Nadel, die nehme ich raus. Die anderen, die hier gesteckt sind, sind ja quer gesteckt. Und wie ihr seht, kann ich da einfach drüber nähen. Ich achte hier jetzt schön drauf, dass ich weder unten noch oben irgendwie eine Falte mit einnähe. Alles soll schön glatt liegen. Und ja, wenn ich genug Nadeln gesteckt habe, dann ist diese kleine Mehrweite, die wir da haben, einfach verteilt. Und ich kann da drüber nähen, ohne dass hier irgendwie ein Fältchen genäht wird. Die Mehrweite ist einfach mit eingearbeitet. Ja, und das ist ja auch sowieso nur hier am oberen Rand, wenn der Fall. Je weiter wir nach unten kommen, desto glatter liegt das Ganze aufeinander und stellt dann auch wirklich gar kein Problem mehr dar. Wenn wir unsere Naht dann beendet haben, dann können wir als nächstes unsere Stecknadeln, die wir ja haben, für die Naht noch stecken lassen, jetzt alle nach und nach einmal rausziehen. Ja, und dann ist die Naht beendet. Ich würde jetzt nur noch einmal kontrollieren, ob ihr auch wirklich kein Fältchen eingenäht habt, oben oder unten. Ansonsten würde ich die Strecke nochmal auftrennen mit einer Schere oder einem Nahttrenner und das Ganze noch einmal probieren. Aber wenn es gut und glatt aussieht wie hier, dann können wir zum nächsten Schritt übergehen. So, jetzt legen wir uns einmal vor uns hin, was wir gerade angenäht haben. Hier rechts den Ärmel in unser Rückteil. Und dazu nehmen wir uns jetzt jeweils ein Vorderteil. Denn unser Vorderteil hat den Ärmel ja schon angeschnitten, so nennt man das. Und er sieht genauso aus wie hier, hat nur keine Naht, also kein Armloch. Und ja, genau diese Strecke, die wir hier jetzt sehen, passt genau aufeinander und die möchten wir natürlich verbinden. Dafür legen wir das Ganze wieder rechts aufeinander. So, dass hier links die Schulternaht ist. Und dort fangen wir an, unsere erste Stecknadel zu stecken. Hier soll wieder beides links genau zusammen anfangen. Rechts stecken wir die nächste Nadel und zwar genau dort, wo unsere Naht enden soll, also an unserem Saumende. Und dann haben wir immer Orientierungspunkte, nämlich Nähte, die genau aufeinandertreffen. Wie machen wir das? Wir stecken jetzt eine Stecknadel durch die Naht, die wir zuvor genäht haben, und durch die untere Naht dazu stecken sie dann einmal wieder nach oben und haben jetzt eine Quernadel, sodass das nicht mehr verrutschen kann, wenn wir drüber nähen. Die anderen Nadeln könnt ihr einfach stecken, wie ihr es gewohnt seid, also einfach hier von rechts nach links durch. Achtet wieder darauf, dass die Nahtzugabe auseinander bleibt. Und an den Punkten, wo ihr seht, hier soll eine Naht genau in die nächste Naht überlaufen, da stecken wir die Nadel dann wieder quer. Das ist jetzt beispielsweise wieder hier der Fall. Diese beiden Nähte sollen genau aufeinandertreffen. Dafür stecke ich wieder meine Stecknadel hier in die Naht. Durch die Naht, auf die sie treffen soll, stecke sie mir einmal quer und teile dann die Strecke hier einfach wieder auf mit normalen Stecknadeln, sodass mir das auch nicht mehr verrutschen kann und ich gleich einfach eine schöne gerade Naht hier nähen kann. Und hier werden wir anfangen, oben bei unserem Ausschnitt, und wir nähen hier ganz runter bis zum Ärmelsaum. Alles klar. Zuvor machen wir das Ganze natürlich auch noch auf der anderen Seite, und zwar spiegelverkehrt wie immer. Ja, genau diese Strecke möchten wir jetzt schließen. Hier haben wir die Strecke aus unserem Rückteil. Ich nehme mir jetzt das Schnittteil unseres Vorderteils, lege es darüber, klappe es wieder rechts auf rechts um und jetzt werde ich die ganze Strecke wieder mit Stecknadeln feststecken. Okay, wenn wir jetzt alles verbunden haben, dann werden wir jetzt auch hier nähen und nehmen uns das ganze Teil mal mit an die Nähmaschine. Hier gibt es im Prinzip nichts Neues. Wir fangen ganz am Anfang hier an, dort wo wir angefangen haben zu stecken, und nähen die Naht natürlich gerade einmal runter bis zum Ärmelsaum. Und ja, dabei entfernen wir natürlich wieder immer die Stecknadeln, verriegeln am Anfang und am Ende, achten wieder auf die Nahtzugaben. Ja,
Und das war es eigentlich auch schon. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die Quernadeln könnt ihr ja wie gewohnt einfach stecken lassen und entfernt die dann einfach anschließend. Und die normalen Stecknadeln zieht ihr natürlich beim Nähen dann immer raus. Ja, also viel Spaß bei diesen relativ langen Nähten, einmal vom Halsausschnitt bis zum Ärmelsaum. Ja, und was wir jetzt einmal gemacht haben, machen wir natürlich auch das nächste Mal genauso. Diesmal fange ich hier beim Ärmelsaum an und ja, macht jetzt einfach mal diese Naht fertig und dann geht's gleich weiter. Okidoki, was jetzt als nächstes kommt, wisst ihr bestimmt schon, denn nach dem Nähen folgt das Bügeln, richtig. Deswegen werden wir jetzt die Naht, die wir gerade gefertigt haben, einmal schön glatt bügeln von der linken Seite. Sie dann anschließend auch einmal schön auseinanderlegen, dann noch einmal drüber bügeln und anschließend von unserer rechten Seite einmal finalisieren. Ja, und dann ist das Ganze abgeschlossen. Dann bleiben wir am Bügelbrett und legen uns unser Vorderteil einmal so vor uns hin, dass wir hier diese Spitze vor uns sehen. Die ist einmal mit einer Naht und einmal ohne. Ich habe hier gerade die Seite ohne Naht, also da, wo aus dem Vorderteil dieser angeschnittene Ärmel entspringt. Und unser kleines Stückchen Einlage nehmen wir uns und legen uns das genau so hier auf diese Naht. Wir möchten also, dass das Stückchen oberhalb dieses Schlitzes gut gesichert ist. Dafür bügeln wir hier einfach mal wieder 8 bis 10 Sekunden drüber. Schön auf Stufe 2,5. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann guckt doch bitte einmal, ob dieses kleine Einlagestückchen auch gut hält. Fühlt da einmal rüber. Wenn wir das gemacht haben, machen wir das auf der anderen Seite auch noch. Und da habt ihr nämlich sogar einen Punkt, einen Orientierungspunkt. Und genau der soll von der linken Seite bitte beklebt werden. Das brauchen wir, um nämlich nun zu unserem Ärmelunterteil hier zu kommen. Und das wirkt jetzt, glaube ich, etwas komplizierter, als es ist. Aber ich versuche es euch ganz, ganz einfach zu erklären. Wir haben das jetzt so vor uns liegen, dass das Vorderteil hier rechts ist und links der Ärmel ja abgespreizt ist. Und wir nehmen uns jetzt dieses kleine Teil, und zwar die Seite, die, wenn wir sie so legen, oben die kurze Seite hat. Die soll hier eingenäht werden, bis zu dieser Ecke, die genau hier reinkommt. Dort lassen wir dann die Nadel stecken, drehen das Teil dann beim Nähen um, und zwar nach hier, und nähen dann nur noch dieses Stück zu. Ich sage euch, das ist wirklich gar nicht kompliziert. Man muss es nur einmal genauso nachmachen, wie ich es vormache, und dann kann auch nichts schief gehen. Ja, das Ganze wird natürlich wieder rechts auf rechts genäht, und deswegen fange ich hier einfach mal an bei dieser kleinen Strecke. Ich lege mir das jetzt also hier hin, denn da soll es eingenäht werden, klappe mir das einmal rüber. Und genau dieses kleine Teil möchte ich jetzt hier feststecken. Ich nehme mir meine Stecknadel, steche hier jetzt im Abstand von einem Zentimeter bei meiner Kante in mein kleines Stückchen ein. Hier auch 1 Zentimeter von der Kante. So. Hier geht es nämlich los. Nähe dann rüber. Gehe hier wieder im Abstand von 1 Zentimeter zur Kante rein von dieser Ecke. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Genau dort bin ich hineingegangen. Gehe jetzt hier genau in die Naht rein, nach 1 Zentimeter. Dort. Steck mir die einmal fest, und zwar quer, denn bis da möchte ich gleich nur nähen. Da lasse ich nämlich dann gleich wieder meine Nadel stecken, wie wir es zuvor auch bei der normalen Ecke gemacht haben, als wir die Tasche aufgenäht haben. Und nähen jetzt einfach gleich von hier vorne einmal bis zu dieser Ecke, und was dann passiert, das zeige ich euch gleich. Zuvor möchten wir aber natürlich die andere Seite auch noch vorbereiten, und das funktioniert so. Wie eben, nur spiegelverkehrt. Ich habe hier also jetzt links schräg oben mein Vorderteil liegen. Hier unten rechts meinen Ärmel, da oben ist die Ecke, und genau in diese Ecke möchte ich jetzt dieses kleine Unterteil von meinem Ärmel einnähen. Ich lege es mir jetzt wieder rechts auf rechts und fange dieses Mal aber bei meiner langen Seite an,
denn ich möchte immer dieses kleine Schnittteil oben liegen haben und weil es ja spiegelverkehrt ist, kann ich nun eben nicht auf genau der gleichen Seite anfangen. Deswegen fange ich hier unten an. So, und stecke mir jetzt hier wieder eine Stecknadel entfernt in einem Abstand von 1 cm zu meiner Ecke, wieder hier durch mein oberes Schnittteil und hier genau in meinen Punkt, den wir zuvor ja markiert hatten. Das ist ganz wichtig, dass es hier auch wirklich reingeht bis zu diesem Punkt, denn ansonsten würde es mit den Strecken nicht passen. Ja, und dann verteile ich mir einfach ein paar Stecknadeln entlang dieser kleinen Strecke und möchte dann ja gleich beim Nähen da anhalten und die Ecke nähen, wo ich gerade meine Quernadel rechts gesteckt habe. Ab da geht es dann nämlich hier rum in diese Schräge nach hier, aber alles weitere dazu gleich in der Nähmaschine. Ich fange jetzt gerade mit dem Teil an, wo ich die kurze Strecke gesteckt habe. Da senke ich einfach wieder meinen Nähfuß, fange an, um zu verriegeln natürlich. Nähe hier wieder in einem Abstand von 1 cm zur Kante eine gerade Naht. Alles wie zuvor. Die einzige Besonderheit passiert gleich in der Ecke. Genau da, wo ich eben meine Nadel gesteckt habe, soll jetzt auch hier meine Nähnadel stecken bleiben. Ich habe jetzt meinen Nähfuß gehoben, ziehe mir meinen Stoff hier jetzt einmal rum, als möchte ich jetzt einfach in die nächste Richtung hier die Schräge runter weiter nähen. Aber bevor ich das machen kann, nehmen wir uns jetzt einmal eine Stoffschere oder Stickschere und möchten hier einmal schräg einschneiden durch unsere untere Lage in meinen Unterstoff bis zur Nadel. Nicht neben die Nadel links, nicht neben die Nadel rechts, auch nicht bis über die Nadel hinaus, sondern wirklich nur bis zur Nadel, da wo sie gerade steckt. Denn jetzt kann ich einfach problemlos meinen kleinen Streifen, der hier noch in die andere Richtung folgen muss, rumziehen und dann einfach weiter nähen. Bitte stellt jetzt einmal sicher, dass ihr da kein Fältchen einnäht. Legt euch die Lagen wieder schön aufeinander, so wie sie gehören. Und dann geht es mit der Naht einfach weiter wie zuvor. Und zwar ganz bis zur nächsten Kante. Ja, ich zeige es euch hier auf der anderen Seite natürlich auch nochmal. Dieses Mal fangen wir bei der langen Seite an. Dann nähen wir bis zu unserem Markierungspunkt, also bis genau dort, wo unsere Quernadel gesteckt ist. Da lassen wir auch unsere Nähnadel wieder stecken, nehmen hier die Stecknadel einmal raus, heben auch den Nähfuß und schneiden jetzt einmal das ganze Stück hier bis zu unserer Nadel wieder ein. Also guckt mal, das sind hier dieses ganze Stück. Ich mache das diesmal mit einer kleinen Schere, das geht nämlich auch. Zack, zack, zack. Dieses ganze Stück habe ich eingeschnitten. Das ist auch genau richtig. Jetzt drehe ich hier meinen kleinen Fitzel wieder rum. Und möchte die kleine Naht hier nur noch beenden. Auch hier bitte wieder keine Falte einnähen. Und einfach bis zum Ende nähen und verriegeln. Ja, so sieht das Ganze dann aus von innen. Wir haben ja eine schöne Ecke. Hier ist ja eingeschnitten. Und das ermöglicht es, dass unsere Ecke von außen so aussieht. Ja, richtig cool. Hier ist nämlich so ein richtiger Zipfel eingenäht. Und ja, so sollte das ungefähr bei euch auch aussehen. Dann habt ihr alles richtig gemacht und wir können zum Bügeln übergehen. Wie immer bitte einmal diese Naht auseinander bügeln, nachdem ihr sie glatt gebügelt habt und dann von der anderen Seite auch noch einmal schön von rechts überbügeln. Dann ist das alles schön ordentlich. So, wenn das getan ist, dann können wir die Seitennähte schließen. Dafür lege ich mir meinen Kimono, der jetzt schon richtig Form angenommen hat, einmal so vor mich hin. Rechts ist jetzt der rechte Ärmel, links der linke, hier vorne ist das Vorderteil. Und genau diese lange Strecke hier von Vorder- und Rückteil, die auch in den Ärmel verläuft, die möchten wir schließen. Und dafür lege ich mir diese Strecke jetzt einmal rechts auf rechts. Und dann beginne ich einfach, diese beiden Strecken genau aufeinander zu legen. So, hier rechts ist jetzt beispielsweise der Ärmelsaum. Dann hier links kommen wir zum Vorderteil und Rückteil.
Und ich fange an, mir diese Strecken zusammenzustecken. Ich fange wieder beim Anfang und beim Ende an, halbiere mir dann alle Strecken, gucke auch, dass die Nähte, die hier scheinbar aufeinandertreffen, auch genau aufeinander liegen, stecke mir dort dann immer eine Quernadel. Ja, und weil die Strecke ja genau gleich lang ist, habe ich da keine Probleme. Ich möchte es einfach einmal glatt alles zusammenstecken. Ja, und die gesteckte Strecke möchten wir natürlich jetzt einmal nähen. Und zwar von ganz hier einmal rum bis in den Ärmel und am Anfang und am Ende werden wir natürlich wieder verriegeln. Genau das gleiche stecken wir uns natürlich auch noch auf der anderen Seite und das zeige ich euch jetzt. Hier legen wir auch wieder rechts auf rechts alle Schnittteile aufeinander, fangen dann hier beispielsweise im Ärmel an zu nähen. Wenn ihr jetzt die andere Seite macht, stecken uns das alles zusammen, nähen dann einmal hier bis unter die Achsel und dann einmal komplett rüber bis unten zur Seitennaht. Achtet natürlich auch hier wieder beim Stecken wie immer darauf, dass die Nahtzugaben schön auseinander liegen, so wie wir sie auch gebügelt haben. Gut, auch hier haben wir wieder die ganze Strecke gesteckt und das ist die, die wir jetzt auch nähen und ja, dann nehmen wir uns das ganze Teil einmal mit. Auch dieses Mal gibt es hier beim Nähen nichts Neues, dann ist einfach eine gerade Naht im Abstand von 1 cm zur Kante. Am Anfang und am Ende wird natürlich wie immer verriegelt. Ihr achtet auch hier wieder darauf, wie beim Stecken eben, dass die Nahtzugaben schön aufeinander liegen. Über die Quernadeln, die ihr gesteckt habt, dort wo eine Naht direkt in die andere läuft, könnt ihr einfach drüber nähen. Ja, und dann würde ich sagen, rattert diese 2 langen Nähte einmal runter und dann habt ihr den Kimono schon so weit, dass ihr mal hineinschlüpfen könnt. Wie cool ist das denn? Ja, die andere Seite mache ich jetzt nochmal ganz genauso, fange hier diesmal am Saum an und fertige mich vor in den Ärmel. Und ja, da gibt es nichts weiter zu sagen. Erst wieder, wenn ihr das gemacht habt, dann kann es weitergehen und ratet mal mit was. Natürlich wieder dem Bügeln. Wie immer ist es auch hier so, dass wir die Nahtzugaben erst einmal flach bügeln, dann auseinanderlegen und bügeln und dann einmal noch anschließend von der rechten Seite schön glatt bügeln. Ja, und wenn wir das so machen, dann ist es natürlich wieder ordentlich wie die ganze Zeit und deswegen gibt es das Ganze im Schnelldurchlauf. Anschließend bleiben wir beim Bügeln und möchten jetzt unsere Ärmelsäume vorbereiten. Dafür haben wir das ganze Teil jetzt einmal auf rechts gedreht, also die schöne Seite ist außen und die 4 cm Nahtzugabe, die wir hier ja schon in den Schnittteilen haben, klappen wir uns einmal nach innen um und bügeln die Kante, die da entsteht, die umgeklappte, einmal schön scharf. Ja, dann wandern wir immer ein Stück weiter, bügeln wieder 4 cm um, immer nach innen und möchten also diese ganze Strecke von unserem Ärmelsaum einmal umgeklappt haben, sodass sie einfach schön nach innen geneigt ist und wir dann gleich keine Probleme mehr haben, um sie auch anzunähen. Und wenn das getan ist, man sieht, ich bin hier einmal komplett rum, die ganze Kante ist umgebügelt für die 4 cm. Dann nehme ich mir einmal meine Stecknadeln und stecke hier noch ein paar Stecknadeln durch meinen Ärmelsaum, damit diese Strecke, die ich ja gerade so schön vorbereitet habe und gebügelt habe, auch gleich schön fest ist, wenn ich sie umnähen möchte. Denn ja, so ist es einfach am einfachsten, also steckt gerne in einem Abstand immer von 5 bis 10 cm eine Stecknadel in euren Ärmelsaum, also durch diese 2 Lagen, die es dann da ja sind. Und dann kann es anschließend zur Nähmaschine gehen. Hier werden wir jetzt einmal wieder darauf achten, dass die Nahtzugaben schön auseinandergelegt sind, denn dann wird es gleich am glattesten und schönsten. Und ja, lasst uns mal losnähen. Wenn wir hier so eine Strecke haben, wo der Anfang und das Ende gleich ist, weil wir eben in einer Runde nähen, dann fange ich immer an bei einer Nahtzugabe. Am besten Fall im Innenteil vom Ärmel, denn dann verschwindet unsere verriegelte Stelle ja etwas und ist nicht so präsent. Ja, und dann könnt ihr einfach losnähen, näht einmal komplett herum. Und ich nähe nämlich jetzt mit meiner Füßchenkante links genau an der umgeschlagenen Kante entlang, sodass ich jetzt in einem Abstand von ungefähr 3,5 cm zum Saum rechts nähe und ja, genau,
Da gibt es eigentlich nichts Besonderes. Ich arbeite mich immer ein kleines Stück vorwärts, ziehe mir das hier immer etwas rum. Der Ärmelsaum ist ja zum Glück auch nicht zu schmal, so hat man da keine Probleme. Und hier ist schon wieder der Anfang in Sichtweite, da verriegel ich wieder, vielleicht noch 2, 3 Stiche drüber. Schneide meinen Faden dann wieder ab, ja, und dann ist der Ärmelsaum auch schon gefertigt. Und genau das gleiche können wir jetzt auch noch auf der anderen Seite machen, denn da funktioniert der Ärmelsaum natürlich ganz genauso. Nun widmen wir uns der vorderen Kante und dem Halsloch, sowie anschließend auch dem Saum unseres Kimonos. Und dafür nehmen wir uns einmal die beiden Belege vom Vorderteil, das sind die hier, legen die einmal so vor uns hin und den Beleg hier vom Halsloch. Und wenn ihr das so ein bisschen dreht, dann seht ihr, die Strecken sollen genauso aneinander passen. Hier in der Mitte ergibt sich dann das ganze Halsloch. Und ja, die Schulternähte, die ihr hier seht, die möchten wir schließen. Dafür legen wir das Ganze rechts auf rechts. Das andere Teil legen wir uns einmal kurz zur Seite und stecken hier einmal ein paar Stecknadeln, denn diese kurze Strecke ist die, die wir als nächstes schließen möchten. Dafür gehe ich hier wieder in einem Abstand von 1 cm zu der Ecke rein, stecke mir hier eine Nadel. Ich mache das auch ganz gerne mal quer, könnt ihr aber natürlich machen, wie ihr mögt. Stecke mir hier rechts die nächste, auch wieder in einem Abstand von 1 cm. Zack. Und dann seht ihr, es ergibt sich so ein ganz kleines bisschen mehr Weite hier im Rückteil. Das ist ganz normal, denn im Rückteil ist immer etwas mehr Weite als im Vorderteil, die wir aber ganz einfach durch so ein bisschen Legen und Ziehen einfach wegstecken können und auch beim Nähen gleich einfach mit einnähen. Das ist nicht viel, das sind wirklich nur ein paar Millimeter, deswegen sollte das gar kein Problem sein. Wenn ihr möchtet, halbiert doch auch die Strecken einfach wieder, dann ist es noch einfacher, so wie wir es zuvor bei unserem Ärmel gemacht haben. Ja, dann geht es hier weiter. Ich mache auf der anderen Seite weiter und möchte natürlich auch hier meinen rückwärtigen Beleg einmal an den vorderen Beleg stecken. Und ja, das mache ich genauso wie auf der anderen Seite auch. Wenn ich das gemacht habe, dann werden wir diese beiden Nähte jetzt einmal an der Nähmaschine zusammennähen. Und ja, da gibt es gar nichts Besonderes zu sagen. Es sind 2 ganz gerade Nähte in einem Abstand von 1 cm zur Kante. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, dann wird wie immer gebügelt. Und natürlich auch hier wieder erst von der linken Seite einmal glatt, dann die Nahtzugaben auseinander und von der rechten Seite noch einmal drüber, bitte. Den Beleg, den wir jetzt gerade gefertigt haben, möchten wir natürlich jetzt an unseren Kimono annähen. Dafür nehme ich jetzt einmal hier mein Vorderteil. Also die Tasche ist jetzt gerade hier rechts unten geöffnet, oben liegt gerade mein Saum. Und genau da möchte ich jetzt meinen Beleg anlegen. Und zwar rechts auf rechts. Ich drehe mir das hier noch einmal rum. Ihr seht, dass genau die Ecke mit der Rundung für unser Halsloch auch genau die Ecke ist, die ihr auf dem Beleg findet. Und was wir als erstes machen, ist unsere Strecke hier unten festzustecken. Nur diese kurze Strecke, das ist das Erste, was wir machen. Und ja, die habe ich mir mit 3 Nadeln befestigt, mache das Ganze jetzt auf der anderen Seite auch noch. Und dann geht es an die Nähmaschine und wir nähen jetzt einmal nur diese kleine Naht. Wie immer in einem Abstand von 1 cm zur Kante. Wie ihr seht, meistens sind es hier immer 1 cm Nahtzugaben, mit denen wir arbeiten, außer in Sonderfällen, aber da habe ich es ja angesagt. Und ja, wir nähen hier bis ganz zum Ende, also dort, wo das eine kurze Teil auf dem großen liegenden endet. Da verriegeln wir. Und ja, wenn wir das bei beiden Seiten gemacht haben, werden wir hier einmal die Nahtzugaben bügeln. Aber Achtung, nicht auseinander, sondern bitte zur Seite von unserem Beleg, den wir gerade angenäht haben. Wow, ja, also bitte an dieser Stelle darauf achten, dass ihr nicht in euren normalen Trott gelangt und die wieder auseinander bügelt, sondern die werden jetzt in Richtung unseres angesteppten Belegs gebügelt, bitte. Der nächste Schritt ist dann, den Beleg weiter anzunähen, und zwar diesmal an den verbleibenden Kanten. Und legt das doch bitte jetzt einmal so vor euch hin, dass hier die obere Kante oben am Halsloch aufeinander liegt. Und da stecke ich mir einmal meine erste Nadel, denn dann kann ich jetzt einmal die Strecke hier bis zum Saum stecken. Und ihr seht, die eine Strecke ist länger als die andere. Das ist richtig, denn die eine soll nämlich noch ein Stück weit umgefaltet werden. Das sind hier wieder genau 4 cm. Und wenn ich das gemacht habe,
Ich messe es mir hier nochmal aus. So, dann stecke ich mir hier meine Stecknadeln als nächstes. Und zwar genau in diesen Bereich hier unten, den ich gerade umgeklappt habe, 1 cm entfernt von der Kante. Und als nächstes stecke ich mir dann die restliche Kante zusammen. Die ist jetzt genau gleich lang. Ich achte wieder darauf, dass die Strecken, die aufeinander passen, mit den Nähten genau aufeinander gelegt werden und vielleicht auch mit Stecknadeln, die quer gesteckt sind, befestigt werden. Und ja, dann, wenn ich diese ganze Strecke gesteckt habe, dann kann es weitergehen, und zwar auf der nächsten Seite. Dort legen wir auch wieder als erstes unsere Ecke oben zum Halsloch aufeinander. Die finden wir hier. Natürlich auch wieder rechts auf rechts, das heißt, unser Beleg liegt jetzt oben und die Seite, die wir mit Einlage bebügelt haben, die liegt jetzt zu uns gekehrt. Und auch hier stecken wir mal als erstes die lange Strecke aufeinander und falten den Saum wieder zu uns in Richtung Beleg 4 cm weit um. Jetzt, wo wir beide vorderen Kanten schon mal befestigt haben mit unseren Stecknadeln, müssen wir nur noch die Strecke im Halsloch befestigen. Dafür haben wir hier einen Orientierungspunkt, und zwar unsere Schulter. Da stecke ich mir eine Quernadel, gehe wieder in einem Abstand von 1 cm von meiner Kante da rein, durch die Nahtzugaben, dann auf die untere Lage von unserem Vorderteil und Rückteil durch. Und dann kann ich mir hier die restliche kleine Strecke zum Beispiel im Vorderteil feststecken. Das mache ich als nächstes. So, mit 2 Stecknadeln. Zack. Dann gucke ich hier, was ist mein nächster Orientierungspunkt. Das ist genau die hintere Mitte. Auch da falte ich mir bei der Wand eine Nahtzugabe auseinander, stecke da wieder eine nächste Quernadel. So, auch die Strecke unterteile ich wieder mit meinen Stecknadeln. Ich mache mir das alles schön fest. Und genauso wie auf der einen Seite geht es natürlich auch auf der anderen Seite. Auch hier finden wir wieder einen Orientierungspunkt, nämlich unsere Schulternaht, die wir dann zusammenstecken. Dann unterteilen wir hier wieder die Strecke mit einer normalen gesteckten Nadel. Und dann als letztes nur noch die kleine Rundung hier im Vorderteil. Und da stoßen wir dann ja wieder an die Ecke, die wir schon zuvor festgesteckt haben, bei unserer vorderen Kante. Ja, das ist eine ganz lange Strecke und genau die möchten wir als nächstes nähen. Von hier ganz unten fangen wir an bis zur Ecke. Hier nähen wir die Ecke, nähen rüber, über unser ganzes Halsloch bis zur anderen Ecke und von da wieder runter in Richtung Saum. Alles klar, los geht's! Das Ganze passiert wieder in einem Abstand von 1 cm zur Kante. Ich fange hier ganz am Saum an, da wo ich diese 4 cm umgeklappt habe. Und ja, nähe jetzt so lange, bis ich die erste Ecke erreiche. Und die wird wieder genauso gefertigt wie zuvor. Erinnert ihr euch? Wir lassen wieder unsere Nadel unten stecken, wenn sie ungefähr noch 1 cm Abstand bis zu der Kante hat. Heben unseren Nähfuß, drehen unseren Kimono in die nächste Richtung. Senken unseren Nähfuß wieder und nähen dann einfach weiter. Genau so haben wir eine perfekte Ecke erzeugt. Ja, jetzt geht es weiter und zwar wieder 1 cm entfernt von der Kante und diesmal in einer leichten Rundung bis zu unserer nächsten Ecke im Vorderteil. Auch hier lassen wir wieder unsere Nadel gleich stecken, wenn wir einen Abstand von 1 cm zu unserer nächsten Kante erreicht haben. Heben Nähfuß, drehen das Teil, senken den Nähfuß und nähen dann weiter bis zum Saum und verriegeln dort ganz am Ende. Okay, um das Ganze zu bügeln, können wir jetzt einmal unsere Ecken, die wir hier gefertigt haben, ordentlich umdrehen. Dafür gehe ich hier mal so ein bisschen mit dem Finger zwischen die Nahtzugaben und ziehe mir das dann einmal auf die andere Seite. Wenn es noch nicht ganz spitz ist, dann könntet ihr da auch einmal irgendwie noch mit einem Bleistift oder dem Ende eurer Schere da reingehen. Aber seid bitte vorsichtig und stecht nicht durch die Naht. Ja, dann ist das Ganze umgedreht und die Naht, die wir hier gefertigt haben, möchten wir jetzt einmal bügeln. Das machen wir genauso wie sonst auch. Also wir bügeln die Nahtzugaben einmal schön auseinander und gehen dann hier von rechts noch später einmal drüber.
Wenn ihr das macht, dann achtet doch bitte darauf, dass ihr hier keinen Stoff verschluckt in der Naht, sondern das wirklich schön glatt liegt und die Kante einfach von der Naht gebildet ist. Ja, und wenn wir das jetzt einmal schön gebügelt haben, auch hier gerade an der Kante, dann können wir uns als nächstes den Saum stecken. Den könnt ihr einmal komplett 4 cm umbügeln nach innen, so wie wir es ja schon an den Seiten jetzt etwas vorgefertigt haben, und die Nahtzugabe, die dann eingeschlagen ist, schön feststecken. In einem Abstand von 3,5 cm zu der Kante hier rechts, unserer unteren Kante am Saum, möchten wir unsere Naht jetzt machen und die fangen wir hier ganz am äußeren Ende von unserer vorderen Kante an. Wir nähen hier einmal rüber und sobald ihr hier auf die Nahtzugaben landet, könnt ihr euch dann einfach so orientieren, dass die linke Seite von eurem Nähfuß an der Kante, die hier umgeschlagen ist, entlang fährt. Ja, am Ende natürlich verriegeln wie am Anfang und dann ist das Ganze wieder geschafft. So, nun ist es an der Zeit, unsere Nahtzugaben, die wir hier oben am Beleg haben, einzuschneiden. Dafür könnt ihr euch eine kleine Schere nehmen oder eure normale Stoffschere und die Nahtzugaben, aber auch wirklich nur die Nahtzugaben, bis zu eurer Naht einzuschneiden. Immer so nach 1 Zentimeter macht ihr einen Schnitt genau bis zu eurer Naht. Auch hier über die Nahtzugaben könnt ihr gehen. Und ja, das macht ihr jetzt bitte einmal überall in den Nahtzugaben bei eurem Beleg, wo wir den angenäht haben. So sieht das Ganze aus, wo ihr eine Rundung seht. Denn dann, wenn wir das gleich umschlagen, legt sich das Ganze viel, viel besser. Also überall im Halsloch in den Nahtzugaben möchtet ihr jetzt Knipse setzen bis zur Naht, nicht darüber hinaus. Schneidet dabei nicht und bitte unter keinen Umständen in eine andere Lage von eurem Kimono. Ihr möchtet nur diese 2 Lagen Nahtzugabe erwischen. Und die möchten wir im nächsten Schritt festnähen. Und zwar legen wir uns das so, dass die Nahtzugabe hier in Richtung des Beleges zeigt. Die ganze Nahtzugabe wird hier nicht auseinandergebügelt, sondern zeigt in Richtung des Belegs. Und genau da werden wir in einem Abstand von 1 mm ungefähr zu unserem Schatten der Naht, den man hier sieht, also zu der Naht, die wir zuvor gefertigt haben, drüber nähen. Es handelt sich jetzt also nur um die Strecke zwischen unseren beiden Ecken von unserer Jacke, also um unser Halsloch. Und hier an der Ecke ist es natürlich schwierig dran zu kommen, müssen wir nämlich auch gar nicht. Wir suchen uns einfach die erste Stelle, wo es geht, in unserem Halsloch und fangen da an. Was wir hier machen, ist bloß eine Sicherung und eine kleine Korrektur, um das Ganze möglichst schön zu machen, später beim Tragen, damit da nichts aufklappt. Und ja, genau, jetzt achte ich wieder darauf, dass meine Nahtzugaben hier rechts zu meinem Beleg zeigen, und zwar alle. Und auch beim Nähen achte ich immer wieder darauf. Dann setze ich hier meinen Nähfuß runter, senke die Nadel. Die soll, wie gesagt, ungefähr 1 mm rechts von meiner Naht sein. Und jetzt werde ich einfach parallel hier einmal entlang nähen, bis ich zu meiner nächsten Spitze komme. Zwischendurch achte ich immer darauf, dass die Nahtzugaben wirklich schön hier nach rechts zeigen. Ich gehe hier immer wieder mit meinen Fingern drunter und stelle das sicher. Und das mache ich dann, soweit ich komme. Irgendwann werdet ihr merken, wird es irgendwie friemelig. Da könnt ihr dann einfach aufhören und vernähen. Schaut mal her, so ungefähr sollte das aussehen. Ihr habt jetzt eine Naht parallel zu eurer zuvor gefertigten Naht von der rechten Seite aus gefertigt. Und die hindert den Beleg dann später vom Umklappen. Das Ganze wird nur noch schön gebügelt, und zwar jetzt von der rechten Seite, auch gerne mit Dampf über unsere gesamte Rundung hier am Halsloch, die wir gerade nochmal abgesteppt haben von der inneren Seite. Die Naht ist jetzt, wie ihr seht, außen nicht zu sehen, die ist nur auf unserem Beleg. Ja, und wenn das alles einmal schön gelegt ist, dann kommt jetzt der Feinschliff.